Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind dieses Wochenende über meinen Geburtstag campen auf dem Privatgrundstück. Wir sind ungefähr 2,5 Stunden hier runtergefahren und werden hier das Wochenende verbringen. Ich hatte gestern Geburtstag, heute ist Samstagmorgen, haben die Motorräder dabei oder Motocross-Maschinen und werden hier eine ganze Menge Spaß haben übers Wochenende. Das kann ich euch aber garantieren. Ich nutze das Wochenende, um zu lernen, wie man Offroad fährt, da ich das ja vorher noch nie gemacht habe und ich mich das alleine auch so nie getraut hätte. Also Anhänger ab und los geht's in einem trockenen Flussbett, um sanft reinzukommen. Und dann kam das, was ich am Anfang am meisten befürchtet habe, diesen steilen Berg hochfahren. Leider kann man hier nur sehr schlecht erkennen, wie steil es war. In der Realität fühlt sich das natürlich alles viel krasser an, wenn man vorne nicht mal über die Motorhaube gucken kann, ergo du nicht wirklich weißt, wo du hinfährst. Aber nachdem ich dann ein paar Mal hochgefahren bin, war das dann auch alles gar nicht mehr so schlimm. Auch das hat mir anfangs echt Herzflattern bereitet, aber auch da wieder nach ein paar Mal probieren war es auch einfach nur noch richtig witzig und hat sehr viel Spaß gemacht. Und nachdem ich dann einmal durch den Fluss gefahren bin und mein Auto wieder sauber war, habe ich mir selber auch etwas Beauty gegönnt. So, wie ihr gesehen habt, haben wir heute schon allerlei wilde Sachen gemacht. Ich habe auch einen richtig guten Sonnenbrand gekriegt. Und ja, das Beste auf einem Grundstück ist, ohne Dusche und Toilette, dass man sich eine Campshower anbringen kann. Die hat den ganzen Tag in der Sonne gehangen und das ist richtig warm, das Wasser. Wir hatten heute 27 Grad, morgen sind 30. Perfektes Wochenende. Ja, waren ja heute schon viel Offroad fahren mit den Motorrädern unterwegs am Fluss und haben einfach die Zeit genossen. Es war richtig, richtig schön. Ich werde jetzt eine Dusche nehmen. Habe meine Sachen schon bereitgelegt und ja, habe mein Bikini an. So, das ist das gute Stück. Hier sind meine Sachen. Und ja, das ist richtig, richtig schön warm. Also wirklich wie eine richtig warme Dusche. Und das ist der Blick. Oh yeah. Oh, es ist so schön warm. Oh, it's lovely. You're a real Aussie now. Yeah. The old camp show. I think that's pretty fucking Australian, those things. Yeah, the stuff was huge. Huh? No.
Guten Morgen. Wie ihr gesehen habt, haben wir gerade gefrühstückt. Es gab Pancakes, sehr lecker. Ja, die beiden anderen sind jetzt schon gefahren. Wir sind jetzt noch zu zweit und heute ist Sonntag. Das heißt, den Tag ein bisschen ausklingen, ist noch sehr früh am Morgen, aber schon sehr warm. Heute werden irgendwie 30 Grad oder so und werden heute ein bisschen mit den Motorrädern hier rumfahren. Und ich werde mit dem Auto lernen, mit einem Anhänger zu fahren. Man braucht in Australien dafür keinen extra Führerschein, so wie in Deutschland. Und das hier ist ja auch Privatgrundstück, also perfekt zum Üben. So ein bisschen einparken quasi lernen und so. Das ist natürlich hier die perfekte Gelegenheit. Und ja, werden einfach ein bisschen die Sonne genießen. Ja, das ist auf jeden Fall wieder ein sehr schöner Tag. So, ich habe mich aus der Hängematte geschält. Ich gucke jetzt mal, was Thomas hier macht. Der fährt gerade mit seinem Bike. Die haben hier so ein paar Sprünge für die Bikes. Sieht auf jeden Fall nach sehr viel Spaß aus. Also ich sag ja immer, Boys will be Boys. Und wenn ich mir das so angucke hier, dann finde ich, ist die Aussage auch wirklich sehr richtig. So, hier sind die gestern auch hochgefahren. Ich glaube, auf der Kamera wird es wieder überhaupt nicht gerecht dem, wie es in echt aussieht. Also man sieht schon, dass es steil ist, glaube ich, ne? Also es geht halt wirklich so hoch. Genau wie gestern auf dem Video. Als ich hier gestern den Berg hochgefahren bin, das war da drüben. Ich glaube, vielleicht kann man es so ein bisschen hier sehen. Also es ist schon steil. Es hat sich so krass steil angefühlt im Auto. Als ich mir die Aufnahmen angeguckt habe, hat man einfach gar nichts gesehen. Ich dachte mir so, das sieht aus, als würde ich einfach nur so eine normale Straße hochfahren. Sieht man das so ein bisschen? Nee, ne? Ja, so ist es halt auf Videoaufnahmen. So, der Trailer ist hinten dran. Kann man nicht sehen. Jetzt machen wir ein bisschen Practice hier. Mit dem Anhänger hinten dran haben wir dann natürlich hier auch nochmal alles mitgenommen. Moment mal, was war das denn gerade? Habe ich etwa am obersten Punkt gedacht, dass ich umkippe und bin deswegen schneller gefahren, damit es sich noch schlimmer anfühlt? Eventuell. Naja, Schock überwunden. Ich habe dann nochmal gelernt, wie man rückwärts einparkt, was wirklich nicht einfach ist, wenn man das noch nie gemacht hat. Aber wenn man sich konzentriert, dann klappt das schon gut. Man muss ja immer spiegelverkehrt denken. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, ist es anfangs wirklich ein bisschen kompliziert.
zum Ende natürlich nicht fehlen ein River Crossing. Da waren wir schon auf dem Rückweg. Und es war tief, aber nicht zu tief, um durchzufahren ohne einen Schnorchel. Ich habe am Auto ja keinen Schnorchel. Das heißt, wenn das Wasser jetzt so tief gewesen wäre, dass es über die Motorhaube geht, hätte ich nicht durchfahren können. Aber war es nicht. Und das war super, super cool. Es hat mega Spaß gemacht, das Wasser irgendwie so nah neben einem zu sehen. Ja, hat nochmal dem Ganzen so den Abschluss gegeben. Ja, das war das Wochenende. Wir hatten wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, um den Kanal so ein bisschen zu pushen. Und wenn ihr möchtet, lasst gerne einen Kommentar da und auch ein Like. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.